Alle Besorgung bereits erledigt? Nicht? Dann nochmal schnell in die Kaufhalle. In diesem Video zeige ich dir, wie ich mir eine typische DDR-Kaufhalle für meine Modellbahn gebaut habe. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, in einem Neubaugebiet darf selbstverständlich die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs nicht fehlen. Um dieser Aufgabe auf meiner Modellbahn nachzukommen, hat der Rat der Stadt Lichtenberg nunmehr beschlossen, eine neue Kaufhalle zu errichten. Eine HO-Kaufhalle, um genau zu sein. Vielen Dank an alle, die sich im Vorfeld an der Abstimmung über die endgültige Bauform beteiligt haben. Eure Wahl ist mehrheitlich auf ein Gebäude gefallen, dessen Vorbild in Berlin-Marzahn stand, mit dem typischen Schettdach, einer gläsernen Fassade. Generell eine Bauform, wie sie in vielen Neubaugebieten der DDR zu finden war. Bevor wir uns das Modell letztendlich anschauen werden, noch einige Hintergrundinformationen. HO steht für Handelsorganisation, wurde 1948 gegründet und war für den Verkauf von Industriewaren, aber auch für den Betrieb von Gaststätten und anderen Warenhäusern, aber eben auch Nahrungsmitteln zuständig. Es gab auch noch andere Verkaufsstellen, beispielsweise das weit größere Zentrum Warenhaus, auch von der HO betrieben. Ab Mitte der 1960er Jahre wurden diese Zentrum Warenhäuser in den großen Bezirksstädten bzw. in den Oberzentren eingerichtet. Das Zentrum Warenhaus in Magdeburg spielt auch in einer meiner früheren Filme eine größere Rolle. Gerne könnt ihr euch den Film noch einmal anschauen, oben einfach auf das i klicken. Nach dem Genossenschaftsprinzip und anschließend an eine Tradition aus der Arbeiterbewegung existierten in der DDR die Konsum-, Verkaufsläden, Verkaufspunkte, Kaufhallen. Hier konnten Kundinnen und Kunden Mitglied werden, konnten Rabattmarken. Im Folgenden möchte ich euch nun die einzelnen Bauschritte Schritt für Schritt vorstellen. Beginnen wir zunächst mit dem wohl markantesten Bauteil des ganzen Gebäudes und das ist das Schettdach. Hier zusammengesetzt aus einzelnen Elementen. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich das am besten umsetzen, damit die Strukturen und die Formen recht scharf sind. Ich habe mich dafür entschieden, jeweils einzelne Segmente einzuteilen, die hier aus 3 und 5 cm Elementen bestehen. Die habe ich dann eingeritzt, dass ich sie dann später leicht falzen kann und habe dann diese einzelnen Segmente nebeneinander angeordnet. Beim Durchziehen ist es natürlich wichtig, dass ihr nicht zu fest aufdrückt. Ich habe hier eine leichte Pappe genommen, recht dünn, aber auch nicht zu dünn, dass ich sie dann später mit Acrylfarben behandeln kann. Hier die zunächst lose aufgestellten einzelnen Segmente. Die Zwischenteile, die jetzt mehr am Boden liegen, sind ungefähr 3 mm breit, sind einzeln hingelegt und diese einzelnen Stücke werde ich dann später mit einem durchgreifenden Träger verbinden. Hier ist der Träger. Die einzelnen Maße kann ich dann bei Bedarf noch einmal unten in die Kommentare reinschreiben. Das habe ich ausgemessen, strukturiert, aufgezeichnet, immer wieder gleichbleibend, gleicher Winkel etc. und habe dann die einzelnen Elemente aufgeklebt. Diesbezüglich gebe ich euch den Tipp, hier mit Sekundenkleber zu arbeiten. Hier sind die einzelnen Elemente bereits einseitig aufgeklebt, ein wenig wie eine Ziehharmonika. Wenn ich das jetzt hochnehme, wabbelt es noch hin und her. Dann werde ich die einzelnen Mittelteile einfügen. Links außen habt ihr es bereits gesehen. Hier muss man darauf achten, dass man recht akkurat arbeitet, das gut einfügt, einpresst, ruhig hier mit einem spitzen Gegenstand arbeiten und immer wieder nachjustieren. Das ist natürlich bei Sekundenkleber eine kleine Herausforderung, aber mit der Zeit gewöhnt man sich an die Arbeitsgeschwindigkeit und auch an die akkurate Arbeitsweise. Das Ganze habe ich dann nach außen hin abgeschlossen mit einem Flügelelement, was sich dann hoch neigt, das etwas dickere Pappe, und unter diesen auskragenden Elementen habe ich kleine Haltebauträger angedeutet, einfach zusammengefügt hier durch kleine Pappabschnitte. Einige Fassadenteile sind im Original aus Waschbetonplatten gefertigt. Das wollte ich auch im Modell unbedingt verwirklichen. Dazu habe ich Pappe grundiert mit einem schmutzig braunen Farbmisch. Im Folgenden habe ich mich daran versucht, die Oberflächenstruktur des Waschbetons nachzuahmen. Ich habe die gute alte Grundschulmethode angewandt, mit einem Pinsel verschiedene Farben, verschiedene Nuancen spritzend aufzutragen. Da muss man natürlich aufpassen, dass man den Pinsel nicht zu stark benetzt, um nicht zu große Farbkleckse aufzutragen. Das ist dann hier das Ergebnis. Ich denke, es kann sich sehen lassen. Es ist auch farb- und lichtecht, dadurch, dass ich Acrylfarben verwandt habe.
und der Effekt überzeugt mich persönlich. Und ich finde es eine der interessantesten Elemente des ganzen Gebäudes. Noch fast spannender als das Dach selbst, weil man dieses Element eben auch für andere Gebäude verwenden kann. Das Ganze habe ich dann aufgeklebt, strukturiert, ausgeschnitten. Das kommt dem Ganzen zugute, da man dann diese einzelnen Rillen auch noch besser sehen kann, was die Oberfläche in der Struktur belebt. Anschließend habe ich dem Dach einen anthrazitfarbenen Anstrich verliehen. Das Ganze soll an Dachpappe erinnern, auch ruhig in Varianzen auftragen, um Alterung anzudeuten. Der Musiktipp zum heutigen Video entspannt sich entlang des Oberthemas Einkaufen, damit verbunden Geld. Ich empfehle euch eines der besten Alben von Sternkombo Meißen, das Konzeptalbum Weißes Gold. Hier wird die Geschichte erzählt, wie Johann Friedrich Böttger in Dresden das Porzellan, das weiße Gold, geschaffen hat. Ein großartiges Album, kann ich euch nur empfehlen, ein wunderbares Stück Musikgeschichte, unbedingt anhören. Wir erinnern uns, die Fassade besteht aus zwei grundlegenden Strukturelementen. Zum einen die Waschbetonplatten, zum anderen die Glasfassade. Für die Glasfassade habe ich verwendet 0,7er Stärke, Plexiglas-ähnliches Material. Unten seht ihr selbstklebendes Etikettpapier. Das habe ich ausgeschnitten, draufgeklebt, dann umgedreht und nach der bekannten Sticky Label Methode behandelt. Dabei handelt es sich um das Einritzen der Folie mit einem Skalpell, einem Cuttermesser, und die einzelnen angeschnittenen Elemente werden dann mit Hilfe des Skalpells herausgenommen. Zunächst habe ich, wie ihr hier seht, einen Zahnstocher verwendet. Den würde ich allerdings nicht empfehlen, da beim Eindrücken solche Schmierränder entstehen. Mit dem Skalpell könnt ihr wesentlich sauberer arbeiten und der Effekt ist deutlich besser. Das nächste Bauteil ist der Eingangsbereich, der überdachte. Hier habe ich auch mit Pappe gearbeitet, verschiedene Stärken, die habe ich zusammengefügt, das Ganze dann beklebt, beschichtet. Ihr seht, das ist das Element, was ich hier einfüge, Treppen nachgebildet aus verschiedenen weiten Pappstücken, die ich dann hier eingefügt habe. Im nächsten Schritt seht ihr hier ein Seitenteil, die einzelnen Waschbetonplatten habe ich zusammengefügt. So, dann fehlt vorne, oder ihr könnt unten sehen, eine alte Schokoladenpackung habe ich hier verwendet. Als nächstes seht ihr hier den Glasfassadenabschnitt mit den eingeritzten Sticky Labels, das Dach selbst zum Betrachten. An einigen Stellen werde ich hier noch einmal nacharbeiten. Ihr seht, etwas schief sind die mittleren Segmente. Das ist durch Eindrücken ganz zu lösen, kein Problem. Hier der Eingangsbereich mit Türen, dem Handlauf, und an der Seite habe ich versucht, das Mosaik nachzugestalten. Das ist einfach durch Filzstifte erreicht worden. Dann, ich arbeite sehr gern mit Sekundenkleber. Auch hier habe ich die Fassade eingefügt, angeklebt, angepasst und schnell war das Ganze erreicht. Das ist die Waschbetonfassade. Dann daneben kommt die Glasfassade. Dann davor kommt der Eingangsbereich, die beiden Säulen. Hier im rechten halt, wo mein Finger drauf ist. Und das Ganze habe ich dann nach oben hin noch sauber abgeschlossen mit einem etwas dünneren Papier bzw. Pappstreifen. Das Dach wird dann noch aufgefügt und das Gebäude ist zunächst hier fertig. Eine kleine Herausforderung war so dann, den Schriftzug zu gestalten, den berühmten HO Kaufhalle mit den 3 einkaufenden Figürchen. Auf eure Frage, woher den Kaufhallen-Schriftzug nehmen, wenn nicht stehlen, gebe ich euch die Antwort: stehlt nicht. Geht auf die Seite von Peter Wiegel. Die Seite heißt Cat Fonts. Peter Wiegel hat 120 Schriftarten selbst designt und kostenlos uns allen ins Internet gestellt, damit wir es runterladen können, auf dem Laptop, Computer installieren können und ihr könnt dann die Schriftarten verwenden. Die Seite ist insbesondere hilfreich für uns Modellbauer, Modellbahner, weil hier Schriftarten zu finden sind, die beispielsweise in den 50er oder 60er Jahren sehr verbreitet waren. Neon-Schriftzüge etc., aber auch ganz andere könnt ihr damit nachbilden. Ihr könnt damit ganz normal schreiben, das Ausdrucken nach Herzenslust. Empfehle ich euch sehr. Besucht die Seite
und schaut euch um. Ich habe dann den Kaufhallen-Schriftzug in Verbindung mit den Figuren und dem HO-Schriftzug, gibt es dann auch verfügbar, habe ich das Ganze mir runtergeladen, ausgedruckt, aufgeklebt auf ein Stückchen Pappe und dann mit dem Skalpell ausgeschnitten. Das war wirklich eine Juweliersarbeit. Das Ergebnis kann sich allerdings hier sehen lassen. Die Köpfe der Figuren habe ich aus Wachs nachgeformt und dann mit Acrylfarbe rot eingefärbt. Noch nicht auf der Anlage platziert, könnt ihr dann hier das fertige Gebäude sehen, die einzelnen Elemente. Ich habe noch einen kleinen Anbau hinzugefügt, auch mit Glasfassade und angegliederter Waschbetonfassade und oben aufgemalten Dachpappe Bahn. Das Ganze habe ich dann später auf der Anlage platziert. Hier das Ganze von oben noch einmal zu sehen, von der Seite. Leider bin ich mit meinen klebrigen Fingern gegen die Glasfassade gekommen und hier hat sich dann der Sekundenkleber etwas aufgetragen. Da kann man nichts machen. Es sind halt Scheiben, die geputzt werden möchten. Das war ja auch nicht so unüblich. Obwohl dieses Gebäude ja hier recht neu ist, ist doch auch der Putzbedarf vielleicht dem Realismus geschuldet. Hier dann das Gebäude hingestellt. Die Sicht neben den Fahnen an der Straße selbst macht sich recht gut, meiner Meinung nach. Das Ganze fügt sich gut ein. Hier seht ihr das Innere. Das muss nicht ganz so fein gestaltet sein, nur so angedeutet, damit man sieht, dort ist Inhalt, dort ist etwas drin. Habe ich einfach aufgemalt. Vorne sind Radiergummistücke. Und das Ganze kann ich dann aufsetzen. Später werde ich es dann noch beleuchten. Und die Kaufhalle erstreckt sich zwischen dem Bahnhof und dem Platz mit dem Brunnen. Das werde ich euch später auch noch einmal vorstellen. Ja, soweit von meiner Seite. Ich hoffe, meine Bastelei hat euch diesmal auch gut gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht der eine oder die andere es probiert nachzubauen oder neue Ideen daraus ziehen kann. Vielleicht möchtet ihr dem Video einen Daumen hoch geben. Über eure Kommentare freue ich mich wie immer sehr. Ansonsten, was bleibt mir zu sagen? Passt auf euch auf, Glück auf und fahrt frei.